Die schrecklichen Menschenexperimente der Nationalsozialisten und ihre Weiterführung bis in die Neuzeit. Erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das volle Ausmaß der nationalsozialistischen Gräueltaten bekannt. In Nürnberg wurde zahlreichen KZ-Ärzten der Prozess gemacht. Aber nicht alle standen vor Gericht. Einige deutsche Wissenschaftler mit möglicherweise nützlichen Kenntnissen wurden heimlich von der CIA in die Vereinigten Staaten gebracht. Der nachfolgende Film enthält teils verstörende Inhalte, die bei sensiblen Menschen verschiedene Reaktionen verursachen können. Dieser Film sollte nur von Personen konsumiert werden, die die Wahrheit über schrecklichste geschichtliche Ereignisse verarbeiten können. Der Konsum erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Die geheimen Menschenexperimente der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg waren grausam und unmenschliche medizinische Versuche am Menschen gegen ihren Willen. Ärzte und Wissenschaftler missbrauchten die Opfer für ihre Forschungszwecke, ohne Rücksicht auf deren körperliche Unversehrtheit oder Leben. Wie wir aus Wikipedia entnehmen, Zitat: Die Humanmedizin hat einen ständigen und unumgänglichen Bedarf an Versuchspersonen, unter anderem für chirurgische und pharmazeutische Zwecke. International verbreitet war vor und während des Nationalsozialismus neben freiwilligen Probanden der Rückgriff auf strafgefangene, behinderte Menschen in geschlossenen Anstalten und entrechtete Randgruppen. Ab Mai 1941, im Krieg, ersuchte die Forschung und Wissenschaft bei der Reichsregierung, besser gesagt bei Heinrich Himmler, die Forschung auszuweiten. 2 Monate später durfte dann in den KLs wie Dachau mit Experimenten am Menschen gegen seinen Willen begonnen werden. Es ging um die Erforschung von Seuchen, also biologische Kampfstoffe, die Höhenflugforschung und der Einsatz von halluzinogener Substanzen auf den Willen von Menschen. Sprich, man versuchte Menschen gefügig zu machen und als Waffe einzusetzen. Zudem suchte man nach der Wirksamkeit von neuen Impfstoffen, zum Beispiel Malaria, Gasbrand oder Fleckfieber. Weiter versuchte die Wissenschaft Methoden zur Überlebensfähigkeit von Seenotleidenden. Eine wirklich wichtige Forschung, doch mit verächtlichen und verbrecherischen Methoden. Dann gab es noch weitere wesentlich geheimere Forschungsanstalten, wie zum Beispiel auf der Insel Riems. Was dort wirklich erforscht wurde, ist nicht im Detail bekannt. Nur, dass die Sowjets nach Eroberung der Insel die Forschung wieder in deutsche Hand legten, um weiter zu forschen. Welche Experimente dort zur Perfektion getrieben wurden, ist und bleibt wohl unbekannt. Durch ihre Skrupellosigkeit hatten die Nationalsozialisten enorme Erfolge in der Medizin. Sie waren auch hier der Welt weit voraus. Ein US-amerikanischer Forscher sagte nach dem Krieg, dass Deutschland durch diese Forschung den USA Jahrzehnte an Forschung erspart hat. Aufgrund der im Krieg durchgeführten Experimente, die auf verbrecherische Weise erfolgten, gab es die Nürnberger Ärzteprozesse. Diese fanden vom Dezember 1946 bis August 1947 im Nürnberger Justizpalast vor einem amerikanischen Militärgericht statt. Angeklagt waren nur 23 Personen, davon 20 KL-Ärzte sowie ein Jurist und 2 Verwaltungsleute. Von den 23 Angeklagten wurden 7 zum Tode verurteilt, 5 zu lebenslangen Haftstrafen und 4 zu Haftstrafen zwischen 10 und 20 Jahren. 7 Angeklagte wurden freigesprochen. Nach den Prozessen entstand der Nürnberger Kodex, damit sich derartiges nie wiederholen sollte. Der Nürnberger Kodex ist eine ethnische Richtlinie zur Vorbereitung und Durchführung medizinischer, psychologischer und anderer Experimente am Menschen. Er gehört seit seiner Formulierung in der Urteilsverkündung im Nürnberger Ärzteprozess 1946/47 zu den medizinischen Grundsätzen in der Medizinerausbildung, ähnlich wie das Genfer Gelöbnis. Er besagt, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt erforderlich ist. Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben. Dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Nötigung, Übervorteilung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen. Dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können. Anlass für den Nürnberger Kodex waren die während der Zeit des Nationalsozialismus im Rahmen der medizinischen Forschung begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere verbrecherische medizinische Experimenten und Zwangssterilisation. Doch bereits in den 1940er Jahren setzten die USA die gleichen Methoden wie die Nationalsozialisten ein. Die Stateville Penitentiary Malaria Study war eine kontrollierte Studie über die Auswirkung von Malaria auf die Häftlinge des Stateville-Gefängnisses, die in den 1940er Jahren begann. Die Studie wurde vom Department of Medicine der University Chicago in Zusammenarbeit mit der US-Armee und dem US-Außenministerium durchgeführt. Bei den Nürnberger Prozessen beriefen sich die Nazi-Ärzte zu ihrer Verteidigung auf diesen Präzedenzfall der Malaria-Experimente. Die Studie wurde in dem Gefängnis 29 Jahre lang fortgesetzt. In den verwandten Studien infizierte Dr. Alf Alvin
ein Nephrologe und Professor an der Medical School der Universität Chicago von 1944 bis 1946 Psychiatriepatienten des Illinois State Hospital absichtlich mit Malaria, um experimentelle Behandlungen an ihnen zu testen. Die USA taten also das, wofür sie deutsche Ärzte zum Teil zum Tode verurteilten. Doch war dieses Experiment kein Einzelfall. So setzte man gesunden Frauen lebende Krebszellen ein, mit dem Wissen, dass sie an dieser schrecklichen Krankheit erkranken konnten. Und es gab noch mehr erschreckende Experimente vor dem Zweiten Weltkrieg und danach, obwohl der Nürnberger Kodex in Kraft war. Die USA haben viele deutsche Forscher, Wissenschaftler und Ärzte rekrutiert, da sie für ihre Forschung unabdingbar waren. Einige deutsche Wissenschaftler mit möglicherweise nützlichen Kenntnissen wurden heimlich von der CIA in die Vereinigten Staaten gebracht. Als Kriegsverbrecher hätten etliche von ihnen gar nicht in die USA einreisen dürfen. Im Rahmen der Operation Paperclip schleuste die CIA solche Personen heimlich ins Land. Besonders die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Höhenforschung waren für die USA wichtig, da die Deutschen bereits in den 30er Jahren mit der Raumfahrt und deren Erforschung begannen. Jetzt konnten die US-Forscher von den Deutschen lernen für ihr eigenes Raumfahrtprogramm. Wie viele Kriegsverbrecher davonkamen, weil sie als nützlich angesehen wurden, ist unklar. Die USA setzten die Forschung der Nationalsozialisten weiter fort und sie übernahmen auch ihre Methoden, obwohl sie die Initiatoren des Nürnberger Kodex waren. Kaum in den Vereinigten Staaten arbeiteten diese Kriegsverbrecher an der Abwehr einer neuen Bedrohung, der Sowjetunion. Doch welche Forschung übernahmen die USA und warum? Werfen wir einen Blick auf die Forschung und ihre Methoden, die sehr lange als Top Secret klassifiziert war. Die jüngsten Enthüllungen schockierte die Welt im Jahre 2010. Die USA haben in den 40er Jahren rund 1300 Menschen in Guatemala zu Forschungszwecken mit Geschlechtskrankheiten infiziert. Zu diesem Ergebnis kommt eine amerikanische Untersuchungskommission in ihrem Abschlussbericht, der jetzt veröffentlicht wurde. Der Präsident Guatemalas hatte das medizinische Experiment als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Die Menschenversuche waren erst durch Zufall im vergangenen Jahr bekannt geworden. Der verantwortliche Arzt war auch an einer Syphilis-Studie an Afroamerikanern beteiligt, bei der zwischen 1932 und 1972 an Syphilis erkrankte schwarze US-Bürger nicht medizinisch behandelt wurden. US-Präsident Obama entschuldigte sich für Menschenexperimente gegen den Willen der Menschen. Zwischen 1946 und 1948 steckten US-Wissenschaftler zu Forschungszwecken Menschen ohne ihr Einverständnis mit Syphilis und anderen Krankheiten an. Eine Schande für die amerikanische Medizingeschichte, hat Außenministerin Hillary Clinton Menschenversuche an Indios in Guatemala genannt. In den Jahren 1946 bis 1948 infizierten im Auftrag der US-Gesundheitsbehörde amerikanische Ärzte in Guatemala Bauern, Soldaten, Gefangene und sogar Kinder mit Syphilis und Gonorrhoe-Bakterien, um die Wirksamkeit des gerade entdeckten Penicillins zu testen. Ohne Einverständnis der Betroffenen wurden die Spritzen verabreicht. Die Opfer litten lebenslang an den Folgen. Stefan Schaaf hat in den Bergen Guatemalas mit Indios gesprochen, die, wie sie selber sagen, bei den Experimenten des Teufels infiziert wurden. Guatemala Ende der 40er Jahre. Indios, Waisenkinder oder Soldaten suchten die US-Ärzte für ihre Experimente aus. Sie spritzten ihnen Syphilis, um zu testen, ob man mit dem Wirkstoff Penicillin Geschlechtskrankheiten behandeln könne. Verantwortlich zeichnete der amerikanische Arzt John C. Cutler. Das perfide an diesem Verbrechen: Die US-Ärzte nahmen Gefängnisinsassen, psychisch Kranke und Soldaten für ihre Versuche, obwohl dies der Nürnberger Kodex komplett ausschloss. Die US-Wissenschaftler machten genau das, wofür sie die deutschen Wissenschaftler und Ärzte anklagten und teilweise zum Tode verurteilten. Experimente durch US-Ärzte, als zur gleichen Zeit den Nazis die Nürnberger Prozesse gemacht wurden. Sie wussten, dass ihr Vorgehen unmoralisch war. In einem Schriftverkehr mit Cutler sagen ihm seine Vorgesetzten, dass so etwas in den USA nicht möglich wäre. Es war ihnen klar, dass sie eine Grenze überschritten. Diese Experimente wurden von der US-Gesundheitsbehörde bezahlt. Zum heutigen Tag habe ich Schmerzen, Blut im Urin, Eiter. Dazu kommt mein Bluthochdruck. All das macht mich sehr traurig. Und Federico Ramos hat die Syphilis an seine Kinder weitervererbt. Das Ganze flog erst im Jahre 2010 auf, als eine Autorin die Geheimakten in einem Archiv entdeckte. Stieß die amerikanische Medizinhistorikerin Susan Reverby eher zufällig auf Dokumente des Dr. Cutler. Sie war zutiefst schockiert. Im Alter von 10 Jahren
wurde sie als Waisenkind mit der Syphilis infiziert. Die Frau kann das Geschehene bis zum heutigen Tag nicht vergessen. Oft wacht sie schreiend in der Nacht auf. Eine Kommission belegte, dass die Ärzte die ethischen Standards bewusst missachteten. Man hat einer Patientin an einer psychiatrischen Klinik mit Syphilis infiziert und sie 3 Monate nicht behandelt. Der führende Arzt Cutler notierte, es sehe so aus, dass Bertha sterben würde. Am selben Tag schmierte Cutler eitrigen Ausfluss von Tripper-Erkrankten auf die Augen, die Harnröhre und in den Enddarm der Frau. Kurz darauf verstarb sie. Zudem stellte die wissenschaftliche Kommission fest, dass die Forschung von Cutler und seinen Ärzten völlig sinnlos war. Nicht, dass nur Menschen mutwillig ermordet wurden. Ihr Tod hatte zudem überhaupt keinen Nutzen in der Medizin. Ein grausamer, sinnloser Tod. Zudem stellte die Kommission fest, dass Medizin zukünftig auf die Ethik zu achten hat. Und das, obwohl bereits der Nürnberger Kodex von den USA verabschiedet wurde, damit die schrecklichen Taten der Nationalsozialisten sich nicht wiederholten. Sie haben mir die Beine aufgerissen, 2 Ärzte, und mich dann innen mit ihren Händen und Fingern abgetastet. Ich habe nur geweint, ich wollte das doch nicht. Über 1500 Menschen wurden damals von Dr. Cutler und seinen Helfern krank gespritzt. Es waren wehrlose Opfer, so wie das Waisenkind Martha. Cutler wirkte zudem am Tuskegee-Experiment mit, wo 1972 Wissenschaftler infizierte Afroamerikaner bewusst einer Behandlung verwehrten. Cutler starb im Jahre 2003, ohne je eine Anklage oder gar ein gerechtes Verfahren erhalten zu haben. Er ging für dieselben Taten, die die Nazis verübten, ohne Strafe aus. Aber es wird noch grausamer. Die Wissenschaftler im Nationalsozialismus führten Experimente mit halluzinogenen Substanzen durch, um Menschen zu kontrollieren. Die USA fingen da an, wo die Nazis 1945 aufhörten. Nach dem Zweiten Weltkrieg betrieb die Regierung der Vereinigten Staaten zahlreiche geheime medizinische Experimente. Sie dienten ausschließlich militärischen Zwecken. Auf der Suche nach der willenlosen menschlichen Kampfmaschine erforschte man diverse Techniken der Manipulation. Offiziell wurden diese Experimente international verboten, doch im Geheimen setzten die USA die Forschung fort. Wie rücksichtslos die USA dabei vorging, erfährt die Welt erst nach und nach. Frank Olson, Wissenschaftler der CIA für die Entwicklung biologischer Waffen, stürzte plötzlich aus dem 13. Stock eines Hochhauses. Der Tote war ein 43 Jahre alter Wissenschaftler namens Frank Olson. Er arbeitete für die US-Armee an der Entwicklung biologischer Waffen. Kaum jemand wusste damals, dass Olson außerdem für die CIA arbeitete. Ein Unfall? Er nicht. Olson wird ermordet. Aber warum? Der Tod von Frank Olson stand im Zusammenhang mit einem umfangreichen Geheimprogramm, das die Amerikaner empört hätte, wenn sie nur davon erfahren hätten. Olson koordinierte das Biowaffenprogramm der US-Militärs. Die Methoden wurden immer radikaler und rücksichtsloser. Olson hatte ein Gewissen. Er zweifelte, ob er als Wissenschaftler das Richtige tat, angesichts der auf seine Arbeit beruhenden Ereignisse. Sein Spezialgebiet war die Sprühverteilung, aber um 1953 war er bereits in die hochsensible Erforschung biologischer und chemischer Kampfstoffe eingeweiht. Mit den Jahren wuchsen seine Zweifel an dieser Arbeit. Er war bald überhaupt nicht mehr sicher, ob er das Richtige tat. Seine Einheit simulierte einen Anschlag auf eine Großstadt mit harmlosen Erregern, die im U-Bahn-Netz ausgebracht wurden. Auch auf die größte Metropole Amerikas, New York. Die Menschen infizierten sich auf dem Weg zur Arbeit, ohne ihr Wissen. Soldaten verkleideten sich als Mitarbeiter der U-Bahn. Soldaten aus Fort Detrick verkleideten sich als Wartungsarbeiter und warfen unbeobachtet harmlose Bakterienkulturen auf die Schienen. Weitere Soldaten haben sich auf dem gesamten Bahnnetz verteilt und entnahmen im Geheimen Proben der Luft. Der Test war ein voller Erfolg. Mit einem gefährlichen Bacillus ausgeführt, musste ein derartiger Angriff auf eine feindliche Stadt ein plötzliches Massensterben verursachen. Doch nicht nur die USA führten solche Experimente durch. Mit den anderen Siegermächten, die ebenfalls Initiatoren des Nürnberger Kodex waren, beteiligten sich so auch England und Kanada. Im Kalten Krieg bildeten die USA mit Kanada und Großbritannien eine enge Allianz. Im Mai 1953 führten Wissenschaftler Tests am lebenden Menschen mit einem grausamen Nervengift durch, Sarin. Die Probanden waren Soldaten, jedoch sagte man ihnen nicht, was man mit ihnen vorhatte. Lediglich ein harmloser Test sollte stattfinden. Ein neues Grippemedikament sollte an ihnen getestet werden. In Wahrheit war dieses Medikament das chemische Kampfgas Sarin. Man versprach den jungen Soldaten eine großzügige Sonderzahlung, obwohl der Nürnberger Kodex genau das ausschloss. Dass man ein paar Freiwillige für ein neues Grippemedikament suchte. Es gab dafür eine Sonderprämie. Ken Earl war ein gutgläubiges Versuchskaninchen im Kampf gegen die Sowjetunion. Die Soldaten saßen in einem kleinen Raum.
Der Unterarm war frei und enthielt ein Stück Stoff oder Verband. Dann mussten die Soldaten eine ABC-Schutzmaske aufsetzen, die sie unter keinen Umständen ausziehen durften. Eine Flüssigkeit wurde auf die Arme der Probanden geträufelt. Es war der Kampfstoff Sarin. Dann wurde die luftdichte Türe geschlossen. Die Soldaten saßen in einer Gaskammer. Es war sehr eng in dem Raum und uns beschlich schon da eine leise Todesangst. Erst später habe ich erfahren, dass wir tatsächlich in einer Gaskammer saßen. Die Probanden bekamen heftige Reaktionen. Ich spürte eine entsetzliche Beklemmung. Ich hatte nicht geahnt, wie furchtbar es ist, eingesperrt zu sein und nicht richtig atmen zu können. Ich war schweißgebadet. Ich fühlte mich todkrank. Aus streng geheimen Dokumenten geht hervor, dass man die tödliche Dosis von Sarin erforschen wollte. Aus den Akten geht klar hervor, dass das Experiment die für einen Menschen tödliche Dosis Sarin ermitteln sollte. Wenige Tage später ein erneuter Test mit anderen Soldaten. Ein junger Proband starb qualvoll. 2 Tage später machten sie das Gleiche mit 6 anderen Rekruten. Auf meinem Stuhl saß der 20-jährige Ronald Madison. 45 Minuten später war Madison tot. Sein Tod war einer der grausamsten, den man sich überhaupt vorstellen kann. Aus seinem Mund kam Schaum, den ein Sanitäter als Froschlaich beschrieb. Olson erfuhr von den Experimenten und den Toten. Der Amerikaner das tödliche Experiment miterlebte. Offenbar erwähnte Olson seine Bedenken gegenüber einem hochangesehenen Arzt namens William Sargent. Er leitete die psychiatrische Abteilung am St. Thomason Krankenhaus in London. Olson fand diese Experimente unvertretbar und kommunizierte das gegenüber Dr. Sargent. Dr. Sargent hatte Zweifel an Olson und war in Sorge, dass die geheimen, gegen die Ethik verstoßenen Experimente durch Olson gefährdet oder öffentlich werden könnten. Im Koreakrieg starteten die USA ein Programm zur psychologischen Kontrolle. Lysergsäure, Diethylamid, kurz LSD. Diese Droge wurde jetzt am lebenden Menschen erforscht. CIA-Mitarbeiter sagte zu mir, wir konnten ja nicht gut irgendwelche Hausfrauen aus den Vororten von Washington nehmen. Also nahmen sie Obdachlose, Prostituierte, Häftlinge und Angehörige von Minderheiten. Deren Leben war eben weniger wert. Deren Leben war eben weniger wert. Diese Methode hat erstaunliche Ähnlichkeit mit denen von den Nazis und die USA verurteilten die Ärzte, die zuvor genau diese Methoden anwendeten, zum Tode. Und selber betrieben sie, trotz des Nürnberger Kodex, diese abscheulichen Methoden, um medizinische Forschung zu betreiben. In der staatlichen Entzugsklinik forschte Dr. Harris Isbell im Auftrag der CIA. Seine Versuchsopfer waren schwarze, heroinabhängige Häftlinge. Sie bekamen von einem Arzt für Humanmedizin LSD verabreicht. Bei einem dieser Experimente erhielten die Häftlinge an 77 aufeinanderfolgenden Tagen LSD in immer stärkerer Dosierung. Dr. Isbell nannte es das beeindruckendste Beispiel von Drogentoleranz, das er je gesehen hatte. Versuche widersprechen jeder Vernunft und medizinischen Ethik. Es ist doch eigentlich unfassbar, dass Ärzte Heroinsüchtigen LSD geben und sie mit noch mehr Heroin belohnen. Doch es wird noch erschreckender. Zivile Krankenhäuser beteiligten sich an diesen Verbrechen gegen den Nürnberger Kodex. Ein Vorgehen, vor dem selbst die Nazis zurückschreckten. Überall in den Vereinigten Staaten kooperierten Kliniken mit der CIA. Aufrechte Patrioten im Kampf gegen den Kommunismus. Die CIA kontaktierte Cameron, nachdem er durch Experimente mit starken Elektroschocks und mit Indoktrinationsexperimenten aufgefallen war. Bei Cameron liefen derartige Experimente unter dem Deckmantel der Therapie. Es ist kaum zu begreifen, welche Grausamkeiten Cameron mit öffentlicher Unterstützung veranstaltete. Er setzte die Patienten starken Elektroschocks aus, bis sie keine Reaktion mehr zeigten. Dann zwang Cameron seine unter Drogen stehenden Patienten, sich wochenlang aus festgeschnallten Helmen immer wieder dieselben, auf Tonband aufgenommenen Sätze anzuhören. So wollte er neues Verhalten einprogrammieren. Dazu wurden die Patienten mit verschiedenen Drogen 30 bis 40 Tage lang in Tiefschlaf versetzt. Das hatte mit Heilung absolut nichts mehr zu tun. Es war Gehirnwäsche. Schon die Griechen kannten das wichtigste Gesetz der Medizin. Schade niemandem. Cameron hat dieses Gesetz gebrochen. Die US-Armee testete zeitgleich LSD an ihren eigenen Soldaten. Doch die Soldaten wussten davon. Doch die Spur führt auch nach Deutschland, in das Land, wo die USA den Nürnberger Kodex verabschiedeten. Doch dieser galt, so wie immer, nur für andere Länder. Sie selbst verstieß dagegen. Olson war auch in Deutschland. Was er dort sah, schockierte ihn zutiefst. Im besetzten Deutschland verfeinerte die CIA ihre Verhör- und Abhörmethoden. Und die CIA
hatte hier völlig freie Hand. Dann traktierte man sie mit verschiedenen Verhörtechniken. Um diese Methoden auszureizen, nahm man den Tod eines Opfers in Kauf. Bei der CIA sprach man von finalen Experimenten, die mit dem Tod oder mit schwersten Verstümmelungen des Betreffenden endeten. An derartigen Experimenten nahm auch Frank Olson teil. Olson war schockiert von dem, was er sah. Nach seinem Besuch in Deutschland war Olson wie verwandelt. Er vertraute sich erneut dem englischen Arzt Dr. Sargent in London an. Sargent erzählte mir, dass Olson nach seinem Deutschlandbesuch wie verwandelt war. Er war schockiert und wütend. William Sargent war nun sicher, dass Frank Olson für die CIA zu einem ernsten Sicherheitsproblem wurde. Als Olson im Flugzeug nach Washington saß, informierte Sargent seinen Kontaktoffizier beim MI6. Die CIA musste handeln, wenn sie ihre Forschung und die damit verbundenen Verbrechen geheim halten wollte. Olson musste beseitigt werden. Olson stürzte aus dem Fenster und starb. Die CIA sprach von Selbstmord. Ob es nun Mord oder Selbstmord war. Reden konnte Olson, den Dr. Sargent als Sicherheitsrisiko einstufte, nicht mehr. Also sah Olson Dinge, von denen selbst innerhalb der CIA nur wenige wussten. Frank Olson wusste sehr viel über hochgeheime Dinge, wie biologische Waffen, chemische Kampfstoffe und Folter. Im Juni 1975 sollte Olsons dramatischer Tod öffentlich werden. Die Presse nannte keinen Namen, doch seine Familie wusste, dass es sich um ihren Mann und Vater handelte. Alle großen Fernsehsender waren dabei, als die Familie den Namen des Vaters zur Liste der CIA-Opfer hinzufügte. Ein öffentlicher Skandal brach aus. In Folge begann der amerikanische Kongress mit einer eigenen Untersuchung der CIA-Aktivitäten. Jetzt wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die Ärzte und Wissenschaftler mussten vor dem Kongress Rechenschaft ablegen. 80 zivile Institutionen arbeiten mit der CIA an diesen Experimenten. Ganze 80 Institutionen arbeiteten für die CIA an Versuchen zur Bewusstseinskontrolle. Eine Verschmelzung von Geheimdienst und Krankenhäusern, die den Menschen eigentlich helfen sollten. Somit wurden zivile Ärzte im Dienst des Staates zu Verbrechern. Genau wie es aus der Nazizeit bekannt ist und bis heute aufgearbeitet wird im Rahmen der Erinnerungskultur. Jedoch die USA betrieben die gleiche Forschung mit denselben verbrecherischen Methoden mit Hilfe ziviler medizinischer Einrichtungen. Somit zeigt einmal mehr, dass jedes Land, egal ob knallharte Diktatur oder Demokratie, sich dieser Mittel bedient. Der Unterschied ist nur der Umgang damit. Die eine Seite wird verteufelt, die andere Seite musste das tun, um den Frieden und die Freiheit zu sichern. Der Kongress kam zu dem Schluss, dass die CIA eine fundamentale Missachtung des menschlichen Lebens bewiesen hatte. Die Exhumierung von Olson wird angeordnet und sein Leichnam wird untersucht. Er wies weitere Verletzungen auf, die so auftreten, wenn Agenten eine Person bewusstlos schlagen. Möglicherweise wurde Frank Olson zuerst mit einem Schlag auf den Kopf betäubt. Er war außer Gefecht gesetzt und wurde aus dem Fenster geworfen. Auf das erste Handbuch des Mordens, das die CIA 1953 in Umlauf brachte. Dann wird erklärt, wie man am besten jemanden umbringt und den Mord wie einen Unfall aussehen lässt. Die ideale Lösung ist laut diesem Buch, das Opfer aus einem wenigstens 25 Meter hochgelegenen Fenster zu werfen. Vorher sollte man die Person noch mit einem Schlag auf die Schläfe oder über die Augen benommen machen. Ein Mensch, der an Geheimprojekten arbeitet, ist gestorben und mit ihm unzählige Geheimnisse. Es geht spannend weiter. Wie weit waren die Nationalsozialisten mit ihren medizinischen Experimenten gekommen? Was lernten die USA davon und wie setzten sie die grausame Forschung fort? Die Strahlungsexperimente. Die Experimente umfassten ein breites Spektrum an Studien, darunter etwa die Verfütterung von radioaktiven Nahrungsmitteln an geistig behinderte Kinder oder Kriegsdienstverweigerer, das Einführen von Radiumstäben in die Nasen von Schulkindern, die gezielte Freisetzung radioaktiver Chemikalien über Städte in den USA und Kanada, die Messung der gesundheitlichen Auswirkungen des radioaktiven Niederschlags von Atombombentests, das Spritzen radioaktiver Chemikalien an schwangeren Frauen und Babys und die Bestrahlung der Hoden von Gefängnisinsassen, um nur einige zu nennen. Dieser Film ist allen Opfern der Nationalsozialisten, allen Opfern des Zweiten Weltkrieges und allen Opfern, die diesen Experimenten zum Opfer fielen, gewidmet. Durch ihr Opfer gelang es der Wissenschaft, enorme Fortschritte zu machen und das Leben weiterer Menschen zu retten. So abstrakt es klingt, so waren diese Menschen unwissende Helden im Kampf um die Besiegung von Krankheiten. Dass es heute so etwas wie den Nürnberger Kodex von 1947 gibt, ist ein Gewinn für die Menschheit, da es davor nur eine gewisse Ethik zu wahren galt, die jedes Land und jede Regierung so auslegte, wie es ihr passte. Jetzt ist es nur an der Zeit, diesen Kodex zu wahren und medizinisches Personal dahingehend zu schulen, dass solche schrecklichen Experimente in Zukunft ausbleiben.
Was ist ein Kodex wert, wenn er und seine Einhaltung nicht international überwacht und seine Verstöße verfolgt werden? Es heißt doch, Wissen ist Macht. Wenn du aber etwas weißt, aber nicht dazu in der Lage bist, dieses Wissen zu nutzen, dann ist Wissen Ohnmacht. Annette Kernbach.